Schauen wir mal. Passt schon. Wie schauen wir aus? Ja, gleich. Zugegeben, uns ÖsterreicherInnen verstehen ist nicht immer leicht. Vor allem, wenn wir Phrasen verwenden, bei denen eine andere Bedeutung mitschwingt. Wir zeigen euch heute deshalb 4 Phrasen, die ihr unbedingt verstehen müsst. Los geht's! Grüß euch, wir sind Nati und Verena aus Salzburg. Bei uns dreht sich alles um das Deutsch und das Leben in Österreich. Wir begleiten euch von eurem ersten Kontakt mit dem Dialekt bis hin zum Moment, wo Gespräche verstehen kein Problem mehr ist. Dialektphrase Nummer 1. Schauen wir mal. Ein Klassiker ist Schauen wir mal. Habt ihr das schon einmal in Österreich gehört? Das meint schauen wir einmal. Ihr seht hier gleich, dass das Mal in unserem Dialekt zu Moi wird. Das nennen wir auch L-Vokalisierung. Das L in einem Wort wird also zu einem Vokal. Das passiert zum Beispiel auch bei kalt, das zu kalt wird, oder bald, das zu beut wird. Und wir wird zu ma. Das ist bei uns auch sehr typisch. Ma kann aber auch noch ganz viele andere Bedeutungen haben, wie zum Beispiel man. All diese Bedeutungen erklären wir euch in einem anderen Video, schaut euch das also unbedingt nach diesem Video auch an. Und wenn euch noch mehr Dialekt-Basics interessieren, dann schaut euch gleich unsere Playlist dazu an. Wir verlinken euch alles in der Videobeschreibung. Aber was meint jetzt schauen wir mal? Wenn wir mit schauen wir mal auf etwas reagieren, dann möchten wir damit sagen, dass wir jetzt im Moment keine klare Entscheidung oder Aussage treffen können oder wollen. Und wir erst abwarten, was in Zukunft passieren wird. Beziehungsweise überlassen wir damit eigentlich der Zukunft die Entscheidung, denn oft erledigen sich Dinge auch von selbst. Gerne verwenden wir schauen wir mal dann, wenn wir uns nicht trauen, einfach klar Nein zu sagen, weil wir denken, ein klares Nein wäre unhöflich oder unangebracht. Schauen wir mal ermöglicht es uns somit, dass wir uns nicht direkt festlegen müssen und gleichzeitig mit einem direkten Nein jemanden nicht vor den Kopf stoßen. Wahrscheinlich wäre eine passende Übersetzung ins Englische das Let's see. Scherzhaft steht schauen wir mal für die Unentschlossenheit vieler Österreicher und Österreicherinnen. Denn wir haben manchmal die Tendenz, Dinge und Entscheidungen lieber aufzuschieben, als sie zu erledigen oder eine klare Richtung vorzugeben. Hier noch ein paar Beispiele. Was tun wir jetzt wegen ein Modell? Sollen wir weitersuchen oder das jetzt buchen? Ja, schauen wir mal, vielleicht finden wir noch was anderes. Und, hast du mal Zeit, dass wir uns auf einen Kaffee treffen? Ja, schauen wir mal, die Woche schaut schon ein bisschen schlecht aus, aber vielleicht ein anderes Mal. Was willst du morgen da? Gehen wir wandern? Ja, schauen wir mal, wie das Wetter wird, dann sehen wir es eh. Im letzten Beispiel haben wir dann sehen wir es eh als Ergänzung verwendet, also dann sehen wir es eh. Das ist auch sehr typisch und betont einmal mehr, dass wir erst abwarten wollen, was die Zukunft bringt. Die Annahme ist, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt sicher besser wissen und verstehen können, was wir machen wollen, sollen oder müssen. Zumindest hoffen wir das. Dialektphrase Nummer 2. Ja gleich. Ja gleich ist auch sehr typisch. Das heißt ja gleich. Im Dialekt wird ja meistens zu ja und gleich verkürzen wir zu gleich. Je nachdem wie und in welchem Kontext wir ja gleich verwenden, kann es unterschiedlich interpretiert werden. Meistens möchten wir damit jemanden signalisieren, dass wir zwar verstehen, dass ein Anliegen oder eine Frage, eine Situation für unser Gegenüber wichtig und vielleicht sogar sehr dringend ist, wir aber dafür jetzt gerade keine Zeit oder keinen Kopf dafür haben. Oft signalisieren wir damit auch, dass uns die andere Person eigentlich gerade nervt oder stört und wir uns nicht von ihm oder ihr stressen lassen wollen. Deshalb sagen wir ja gleich auch oft in einem ein bisschen genervteren Ton. Zum Beispiel, hey, zum 3. Mal, kannst du mir das bitte schnell machen? Ja gleich, ich kann grad nicht. Können Sie bitte nur eine zweite Kasse aufmachen? Ja gleich, jetzt warten Sie nur kurz bitte, ein Kollege kommt gleich. Kommst jetzt bitte? Ja gleich, wart kurz, ich bin nur in einer Besprechung. Mit ja gibt es übrigens viele typische Kombinationen, wie zum Beispiel auch ja Wenn euch das auch interessieren würde, dann schreibt uns das jetzt unten in die Kommentare. Danke Verena. Wie schauen wir aus? Können wir weitermachen? Entschuldigung Nati, ich möchte jetzt schnell was sagen. Grüß euch. Wollt ihr Ihren Dialekt noch besser verstehen? Dann schaut bei uns auf Patreon vorbei. Da findest du zu jedem neuen Video ein PDF-Transkript
und eine Audiodatei, dass ihr euch beides runterladen könnt. Und ihr unterstützt dabei nur unsere Arbeit. Das würde uns voll freuen. Dialektphrase Nummer 3. Wie schauen wir aus? Einer meiner Favoriten ist, wie schauen wir aus? Das meint wortwörtlich, wie schauen wir aus? Aber einfach so macht das nicht wirklich Sinn. Wenn wir jemandem die Frage stellen, wie schauen wir aus, möchten wir uns eigentlich über den Status einer bestimmten Sache oder Person informieren. Also ob zum Beispiel eine Präsentation fertig ist oder wie es mit einem Projekt vorangeht. Je nach Kontext könnte die Frage, wie schauen wir aus, also meinen, und, bist du fertig? Und wie weit bist du? Und wie kommst du voran? Und wie geht's? Bist du fertig oder kann ich dir noch irgendwo helfen? Hier noch ein paar Beispiele. Wie schauen wir aus? Können wir losfahren? Und wie schauen wir aus? Bist fertig? Und wie schauen wir aus? Brauchst du ein bisschen Zeit oder können wir starten? Es gibt dazu übrigens auch eine andere Phrase, die Ähnliches ausdrückt, nämlich Sammers. Das meint wortwörtlich, sind wir es? Wir möchten damit aber auch wieder fragen, ob die Person bereit ist, fertig oder startklar ist. Gleichzeitig bieten wir auch damit noch die Möglichkeit an, dass wir helfen oder unterstützen, sollte das nötig sein. Und ist euch bei beiden Ausdrücken wieder aufgefallen, dass wir statt wir ma sagen? Also schauen wir wird zu schau ma und sind wir wird zu sammer. Und Summers? Dann machen wir weiter mit dem nächsten Beispiel. Dialektphrase Nummer 4. Ich schau nur. Ihr kennt die Situation sicher, wenn ihr in einem Geschäft seid und ein Verkäufer oder eine Verkäuferin auf euch zukommt und euch fragt, ob sie euch helfen kann. Wenn ihr euch aber einfach nur umschauen möchtet, aber keine Hilfe benötigt oder einfach lieber alleine Produkte auswählt, dann kommt unser nächster Satz von heute ins Spiel. Und zwar, ich schau nur. Meistens wird er dann noch begleitet von na danke. Also, na danke, ich schau nur. In Österreich wird die Aussage ich schau nur auch oft belächelt, weil sie eine gewisse Verhaltensweise oder Haltung ausdrückt, wo wir zwar an etwas oder an jemanden interessiert sind, aber uns schlussendlich nicht dafür entscheiden, aktiv zu werden oder ins Tun zu kommen. Also wirklich etwas zu kaufen oder etwas zu tun. Wenn wir zum Beispiel in einem Geschäft eine neue Couch suchen, uns aber nicht entscheiden können und uns nach einer Weile eine Freundin fragt, und, wie schauen wir aus? Hast du was gefunden? Dann könnten wir antworten, na, ich schau halt nur einmal, ich werde noch nichts kaufen. Ihr seht hier außerdem wieder gut, dass wir das Personalpronomen ich zu i verkürzen. Typischerweise lassen wir auch die e-Endung bei der Verbkonjugation weg und sagen statt zum Beispiel schaue nur schau oder mache nur moch. Hier noch zwei Beispiele. Grüß Gott, kann ich Ihnen helfen? Na danke, ich schau nur ein bisschen. Darf ich Ihnen behilflich sein? Na danke, wir schauen nur. Gibt es diese ausweichenden Phrasen auch in euren Sprachen? Oder seid ihr ganz einfach direkter? Lasst uns das gern unten in den Kommentaren wissen. Wir freuen uns auf den Austausch. Danke, dass ihr auch heute wieder dabei wart und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, wie immer nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch in Österreich doppelt so viel Spaß. Schon wissen. Das habe ich schon gemacht. Ja, das habe ich gerade gesagt. Na, passt schon. Ich wollte gerade gehen. Und war jetzt klar, worum es im heutigen Video geht?